Hi, ich bin Daria und heute sprechen wir über ein Kleidungsstück, das uns alle beschäftigt. Die perfekte Hose. Nicht die Traumhose, die nur auf dem Bügel schön aussieht, sondern die, die im echten Leben funktioniert. Im Büro, beim Date, im Alltag und die dich nicht nach dem Mittagessen einengt wie ein schlechter Kompromiss. Wenn du manchmal ratlos vorm Spiegel stehst oder dich fragst, ob dein Po wirklich so aussieht, bleib unbedingt dran. Denn ich habe heute Tipps für dich, die beim nächsten Hosenkauf wirklich helfen. Versprochen. Warum die perfekte Hose so wichtig ist. Die richtige Hose kann dein Selbstbewusstsein stärken oder dir den ganzen Tag vermiesen. Und ganz ehrlich, wir alle kennen diesen Moment, in dem man 10 verschiedene Hosen anprobiert hat und dann doch wieder zur Lieblingsjeans greift. Aber warum ist das so? Weil Hosen uns formen. Im besten Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Sie umspielen unsere Beine, betonen das, was wir mögen, und verstecken das, was uns manchmal stört. Und genau da setzen wir heute an, mit Schnitt, Stoff und ein paar richtig guten Alltagstipps. Schluss mit Figurpanik. Es geht auch anders. Wir starten mit einem kleinen Reality-Check. Du brauchst keinen perfekten Körper. Du brauchst eine passende Hose. Und ganz ehrlich, muss man als erwachsene Frau wirklich noch wissen, ob man ein A-Typ, O-Typ oder X-Typ ist? Vielleicht. Aber noch wichtiger ist, was passt dir? Was fühlst du? Und was willst du ausstrahlen? Was du brauchst, ist ein Gefühl für das, was dir gut tut. Und dafür reicht ein Spiegel. Aber für den Überblick fasse ich es kurz zusammen, ganz ohne komplizierte Schablonen. Wenn deine Hüften breiter als deine Schultern sind, achte auf Hosen, die fließend fallen, wie Marlene- oder Palazzo-Hosen. Wenn du eher gerade gebaut bist, Struktur hilft, etwa mit Paperback-Hosen, die durch den Taillengürtel Form schaffen. Wenn du kurze Beine hast, High Waist und Cropped kann Wunder wirken, besonders mit Schuhen, die den Knöchel zeigen. Und wenn du denkst, an mir sieht jede Hose irgendwie seltsam aus, dann hast du nur noch nicht die richtige gefunden. Nicht deinen Körper musst du ändern, sondern den Schnitt. Hosenformen erklärt, mit Spaß, nicht mit Stress. Jetzt kommt der spannende Teil. Welche Hosenformen gibt es eigentlich und was können sie? Erstens, die Marlene-Hose. Elegant, gerade, mit weitem Bein. Sie verlängert das Bein optisch und macht jede Bewegung zum Statement. Ideal fürs Büro oder Dinner. Und ja, auch mit Sneakers sieht sie gut aus. Zweitens, die Paperback-Hose. Oben weit, unten oft schmal. Die geraffte Taille zaubert Kurven und ist besonders für eher gerade Körperformen ein echter Gewinn. Tipp: Immer das Oberteil reinstecken, sonst wirkt es schnell unförmig. Drittens, die klassische Chino. Schmal, bequem, meistens in gedeckten Farben. Ein Allrounder für Freizeit und Arbeit. Mit Loafern, schick, mit Turnschuhen, lässig. Mit Absatz, wow. Viertens, die Slim-Fit-Hose. Nicht zu verwechseln mit Skinny Jeans. Slim Fit sitzt nah, aber nicht eng. Perfekt, wenn du betonen willst, aber trotzdem atmen möchtest. Fünftens, die Bootcut. Unten leicht ausgestellt, oben schmal. Sie gleicht Proportionen aus und sieht mit Absatz einfach fantastisch aus. Gerade für Frauen mit etwas mehr Oberschenkel ein Geheimtipp. Und sechstens, die Culotte. Kurz, weit, modisch. Ideal im Sommer, aber auch im Herbst mit Stiefeln ein echter Hingucker. Und was ist mit Jeans? Kommen gleich. Praktische Tipps fürs Hosenshopping. Jetzt mal ehrlich, warum ist Hosenkaufen oft so anstrengend? Weil wir Dinge vergessen, die uns den Einkauf erleichtern würden. Deshalb hier meine persönlichen Tipps. Erstens, Schuhe einpacken. Nimm die Schuhe mit, die du zur Hose tragen willst. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die neue Hose perfekt sitzt, aber dann auf einmal zu lang oder zu kurz wirkt. Auch farblich. Beige Hose plus graue Schuhe gleich manchmal ein Stilbruch, manchmal genial. Siehst du nur live. Zweitens, Etikettenlügen. Lies die Größe, aber glaube ihr nicht. Jeder Hersteller schneidet anders. Wenn du in 38 reinpasst, ist das super. Wenn du eine 42 brauchst, auch. Es geht um die Hose, nicht um deinen Wert. Drittens, keine gute Idee. Der gestresste Partner. Falls du eine weitere Person mitnimmst, bitte nicht deinen Partner. Es sei denn, er liebt Mode und hat Nerven wie Drahtseile. Denn die wenigsten Männer haben Geduld für 5 Umkleiden und noch weniger für Rückfragen wie: Findest du, dass mein Hintern gut aussieht? Mein Tipp:
Wenn du aufs Auto angewiesen bist und es ohne Fahrer, deinen Partner, nicht geht, such dir vorher eine Sportsbar in der Nähe, gib ihn da ab, mit Fußball und Getränk. Und du hast mindestens 2 Stunden in Ruhe. Und er am Ende auch ein Erfolgserlebnis. Win-win. Gehe mit einer Freundin shoppen. Eine ehrliche, stilbewusste Freundin sieht Dinge, die du nicht siehst. Und im Idealfall bringt sie auch Humor mit. Denn Lachen hilft beim Hosenkauf. Immer. So findest du Hosen für verschiedene Anlässe. Manchmal braucht es einfach die richtige Hose zur richtigen Zeit. Fürs Büro? Greif zu Marlene-Hose, Chino oder Slimfit in gedeckten Farben. Blazer drüber, fertig. Seriös, aber nicht streng. Für den Abend? Culotte oder Bootcut mit seidigem Top, Statement-Schmuck und Heels. Oder eine schwarze Paperback-Hose mit Glitzergürtel, wirkt direkt besonders. Für den Alltag? Jeans, klar. Aber auch leichte Stoffhosen mit Gummibund und Taschen, bequem, schick, easy zu stylen. Und für unterwegs? Cargohose mit Stil? Ja, das geht. Kein Militärlook, sondern in beige oder khaki, kombiniert mit weißem Shirt und Ledertasche. Der Jeans-Bonus? Ach ja, Jeans. Ohne geht es nicht. Aber nicht jede passt zu jedem. Wenn du bequem willst, straight fit oder Boyfriend. Wenn du betonen willst, slim oder skinny, aber mit Stretch. Wenn du Kurven liebst, Flared Jeans, betont die Hüfte, streckt das Bein. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, Dark Denim, High Waist, immer elegant. Am Ende geht's nicht um Figurtypen, Trends oder Etiketten. Es geht um dich, deine Haltung, deinen Komfort und das Gefühl, dass du im Spiegel gern zurück lächelst. Fazit: Nimm dir Zeit, probiere, lache über die Fehlversuche. Und wenn du die perfekte Hose findest, nimm 2 davon. Denn sie werden rar, wenn man sie einmal liebt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo oder einfach einen lieben Kommentar. Ich bin Daria und vielleicht machst du ja beim nächsten Stadtbummel nicht nur Schnäppchen, sondern auch Frieden mit deinem Kleiderschrank. Tschüss.